Hey, guten Tag. Guten Tag euch zusammen. Hey, Saletti zusammen. Euch zusammen. Krieg im Haus, das heisst, es passiert Grosses. Wir haben viel vor. Nico Goldpuffer, ihr seht es ist sehr viel passiert. Darum ist es halt auch ein bisschen länger gegangen wieder. Aber ich sage euch, ihr könnt gespannt sein. Passt gut auf. Es ist im Moment her, aber ich kann euch sagen, das Warten hat sich gelohnt, weil es ist brutal speziell geworden. Der Spritzwerk Winterthur hat wieder mal Höchstleistung vollbracht. Das ist ein sogenannter Spiegelchromlacker. Also es ist wirklich brachial. Man spiegelt sich da drin abartig. Am schönsten ist es natürlich beim Tank. Der ist brachial staubig. Aber das ist nicht anlangen. Ja, nicht anlangen. Nein, nicht anlangen. Nicht anlangen, gell? Das ist einfach schön. Mal schauen da. Ja. Schon besser gewesen. Da sieht man da wahrscheinlich. Ich weiss nicht genau, wie man es heben muss, aber etwa so, oder? Geh mal darüber, der Fiebe ist auch noch da. Ja, Fiebe. Das sind da unsere zwei Giraffen. Ach, vielen Dank. Hey, hör auf jetzt, hör jetzt auf da, nein. Also schön. Die Tinte, die er dazu gemischt hat, war richtig dunkelbraun-schwarz. Da muss der Lackierer echt ein hohes Händchen haben. Mit jeder Schicht, ich war dann dabei, dort hat sich die Farbe verändert. Also abartig. Du hast, glaube ich, die erste Schicht mal gesehen, die da durchgekommen ist. Ja. Das war ganz eine andere Farbe. Ja. Und dann das zweite Mal verändert es wie das dritte Mal. Also das ist wirklich eine spannende Technik. Ich bin natürlich kein Spezialist, aber wir sehen, wir haben hier einen Aufbau von verschiedenen Grundierungen und dann kommt ein Aktivator in Form von einer Flamme. Wenn Sie hier die Silberlösung draufgeben und mit dem Wasser abwaschen, da bleibt einfach der reine Silberhang, also etwas unheimlich Spezielles. Es ist quasi wie verchromt. Also es ist unglaublich, es sieht absolut geil aus. Und auf das Ganze kommt nachher eine Tinte im eingefärbten Klarlack, wo dann halt im jeweiligen Ton aufgetragen werden kann. Und jede Schichtstärke verändert das Ganze natürlich unheimlich. Wir machen die Tankversiegelung im Haus und also ist die absolut Kilbe da rein. Das sind Metal Flakes, natürlich tankversiegelt. Ja, ich habe gedacht, wenn alles Porno ist, dann muss auch Porno im Tank sein, oder? Man tut das immer ein bisschen vernachlässigen. Wenn wir machen die Tankrevisionen, bin ich bis heute noch ein Fan. Das ist so eine transparente Beschichtung. Dann tun wir den ausschleifen, dass das mechanisch blank ist, phosphatieren. Dann gibt es so einen schönen Grauton und dann mit dem transparenten Harz drüber. Es sieht einfach bombastisch aus, oder? Einfach richtig schön, mechanisch, sauber. Und das hier ist einfach eine Spinnerei. Aber ich meine, wenn man da ein bisschen drüber schaut, es ist alles nicht ganz normal. Ja, apropos durchziehen, das ist natürlich vielen Dank da als Gonneweil Caraccio, Tattoo-Studio zu Frauenfeld. Und ich wollte eigentlich ursprünglich, dass wir den das ganze Zeug von Hand malen. Geil! Saletti! Hey. So, bist du bereit? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe natürlich immer sehr spezielle Wünsche. Okay. Also, los jetzt. Ja. Meine Wunschvorstellung ist eigentlich, dass wir alles, was Rahmen ist, Gabeln und Kleinteile, eigentlich alles, was rund ist, will ich Zahnrädchen, Schlüssel, irgendwie so total mechanisch. Feine Stift. Wie fein sind die dünnsten? Also ich habe hier die Stifte, oder? Aber wenn du jetzt sagst, ich meine, ja, das ist doch, ja, das sind wir weit weg. das ist, es gibt schon Möglichkeiten, also wo dann wirklich 1 Millimeter. Jawohl. Aber ich glaube jetzt mit diesen Zahnrädchen und das, ich würde das anders lösen versuchen. Ich weiss, Kasten und Folierung beißt sich manchmal ein bisschen.
Folie. Also du hast schon das da muss... Genau. Wenn ich ein richtig geiles Design machen würde und mir das als Folie drucken. Also ich weiss ja, dass Folie, die kann man ziemlich um die Ecke ziehen. Aber da stelle ich mir das ziemlich kompliziert vor, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich jetzt so eine Stelle anschaue, da unten, um die Ecke herum, stelle ich mir das auch schwierig vor. Es wird absolut die Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, absolut, oder? Aber ich glaube, die würden wir annehmen. Spannend, Folieren, das habe ich jetzt natürlich als allerletztes gedacht. Ja. Wenn das geht, dann ist es natürlich High-End, oder? Absolut. Gehen wir mal schnell. Können wir gerne mal noch die Räume anschauen. Da. Das Gonwald Garage ist halt wirklich so die wilde Kreativgarage. Das sind einfach die verschiedenen Räume. Oder? Ja. Jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Charakter. Wir haben 6 Gasttätowierer, die regelmäßig da sind. Ja. Und da der goldige Raum, da entstehen die goldigen Ideen natürlich, die ganzen Tattoo-Projekte. Ja, und das ist der Hammer. Im Reich, oder? Mit dem Typ, da ist auch nicht alles der Reihe nach. Im Kopf oben wieder. Das sieht man jetzt sehr geil, oder? Du hast da verschiedene Schädel und Bilder und das kann man sagen, das geht ein bisschen in deinem Kopf ab. Ja. Ist das so? Etwa so. Bunt gemischt und so sieht es in meinem Kopf aus. Du musst natürlich extrem kreativ sein, oder? Die Leute kommen zu dir und sagen, ich will etwa das und du zeichnest ihnen dann etwas. Richtig, genau. Und dann ziehst du dich da zurück und... Ja, das ist so meine Inspirationsquelle da drin, oder? Ja. Und da habe ich gedacht, ja, nein, folieren... Das geht nie. Nie? Wie willst du so etwas folieren, oder? Das ist abartig, wie die Sicher das angebracht haben. Stunden ohne Ende. Und natürlich ist zuerst, da unten sieht man es jetzt zum Beispiel noch, ist eine braune Farbe, das ist vorlackiert worden. Also vorlackiert, man hätte es sein lassen. Also wenn das anstatt braun grün, blau, rot gewesen wäre, das ist eine absolut komplette Lackierung. Nachher ist das wieder angeschliffen worden, dass das fein ist. Dann haben die jetzt haben die Jungs das foliert und dann hat man erst mal ein Video geschickt, gerade so von so einem Teil da, wo ich dachte, das gibt es gar nicht. Wie haben jetzt die das angebracht?
Ui, 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 ui. Ihr seid ja die Ersten. Leck mir am Arsch, hey. Das gibt's gar nicht, oder? Nein, schau mal da rein, überall. Wieso haben wir das überhaupt noch braun lackiert vorher? Das ist ja krass. Nein, schau das mal an, da unten hingezogen. Hey, leck, und die Farbkombo ist ja heftig, oder? Die ist richtig heftig mit dem Gold. Ja, das feine Goldfilet. Ja, ich denke wirklich, dass wir es noch ein bisschen feiner geschnitten haben jetzt. Unbedingt, ja, voll. Ja, hey, das ist abartig. Auch das gefällt mir jetzt richtig gut da. Ja. Schön fein. Wo du gesagt hast, ja, kannst du mir da ein paar Zahnrädchen draufzeichnen? Habe ich gedacht, nein. Nein. Ich glaube, da bin ich nächstes Jahr noch dran. Da machen wir ein geiles Design. Ja. Und probieren das wirklich mit dieser Folie. Aber dass das so krass wird, habe ich selber nicht Aha, schau gedacht. jetzt einfach mal ins Blaue raus und etwas versprechen. Oder? Jetzt wollen wir da noch schnell zeigen, wie ihr das ein bisschen angebracht habt. Nein, ich habe gar keine Nerven, oder? Wie machst Ja, du ja, das? Schön an dieser Folie. Jetzt siehst du, oder? Oh nein, die geht wieder in den Ursprungszustand Sie ist zurück. selbstheilend. Und die bringst du wieder komplett glatt, kannst sie ja waschen. Gell? Ah, das ist aber geil. He? Sie kann da am Boden fallen. Okay. Also kann ich im Regen fahren in dem Fall. Ja, ohne Probleme. Ist gut. Ready to ride? Das ist wild, ja. Richtig schick. Ja, das ist richtig übel, ey. Fuck. Oh nein, ey, wieso immer? Hey, Wahnsinn, Wahnsinn. All die Hände, die da mitwirken, es ist unglaublich. Was es ist da gegangen ist, ey. Ja, da Richtig sieht man geil. einfach wieder mal, mehr ist mehr Hände bewirken. Das ist ein Projekt. Ich bin sicher, das gibt eine absolute Pornogerät. Ja. Und jetzt... Ja, jetzt fangen wir an. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Noch ein bisschen Geduld. Für euch leider in der nächsten Folge, aber hey, das lohnt sich. Bleibt dran und ich würde sagen, Ciao zusammen. tschüss miteinander.